Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Tabarek und außerdem mit dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew. Heute sprechen wir mit Dr. Koridis. Er ist gebürtiger Zypriot, der aber auch viele Jahre in Deutschland gelebt hat. Heute erzählt er uns etwas über das Leben als Unternehmer in Zypern, über die dortigen Steuersätze, Mietpreise und den Alltag auf der Insel im Mittelmeer. Zuerst aber stellt er sich einmal selbst vor. Ja, mein Name ist Dr. Vanikos Koridis. Ich bin hier geboren. Ich bin in der Stadt Paphos geboren. Ich habe hier meine Schule besucht, dann mein Abitur und dann habe ich meinen Armeedienst gehabt. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen. Da habe ich in Leipzig studiert und Jura. Und dann habe ich auch promoviert in internationalen Fragen. Und seit 1979 bin ich hier in Zypern wieder ansässig. Und ich habe seitdem übe den Beruf des Rechtsanwalts aus. Ich habe angefangen in einer Kanzlei zunächst an und dann habe ich dann meine eigene Kanzlei dann praktisch dann aufgemacht und seitdem sind wir hier in Paphos und ich übe den Beruf des Rechtsanwalts aus. Sehr interessant, sehr interessant. Wie lange waren Sie denn in Deutschland? Sie sprechen ja wirklich sehr gut Deutsch. Ich habe erst einmal, ich kannte nicht ein deutsches Wort, als ich hingegangen bin. Ich habe dann ungefähr 6 Monate einen Intensivkurs gehabt und dann habe ich mit dem Studium angefangen. Ich habe dann 4 Jahre studiert, ich habe dann 3 Jahre promoviert und dann habe ich noch an der Uni 2 Jahre gearbeitet und dann habe ich mich entschlossen, mit meiner Frau dann zurückzukommen nach Zypern. Sehr interessant, sehr interessant. Aber das Leben in Deutschland hat es jetzt nicht so sehr gereizt, dass Sie in Deutschland bleiben. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich muss sagen, als ich zurückkam, ich wollte eigentlich zurückgehen. Aber okay, wenn man dann hier sich wieder mal niederlässt und dann wieder sich an das alte Leben dann wieder gewöhnt, dann sicherlich sind auch viele Sachen, die viel interessanter in Deutschland sind als in Zypern. Aber okay, man gewöhnt sich auch ein bisschen hier an das Leben. Man ist auch Zypriote. Man hat auch ein bisschen das Mittelmeer hier Klima und ist, wenn man das vergleicht zumindest, was für mich auch sehr wichtig gewesen war mit dem Klima, dann ist natürlich Zypern besser, ja. Aha. Na, und wahrscheinlich Ihre Frau ist ja sowieso der Boss und kann entscheiden, wo es hingeht, nicht wahr? Das war es mal so gewesen. Genau. Also. Ja, jetzt interessiert uns ja heute ganz besonders mehr über das Leben, Arbeiten, geschäftlich Tätigsein in Zypern zu erfahren. Mhm. Und da sind Sie ja der Fachmann, deswegen sind Sie ja heute mit uns zusammen hier. Und vielleicht ganz kurz am Anfang interessiert das unsere Hörer, auch die Mandanten von Sebastian. Wie ist das Leben in Zypern? Wie muss man sich das vorstellen? Wie können Sie das beschreiben? Also ich muss sagen, sicherlich erst einmal, man geht davon aus, dass Zypern ist ein Land, eine Insel im Mittelmeer und wir haben ein sehr gutes Klima und das ist auch was sehr viele Leute hier reizen, hierher zu kommen. Aber so jetzt, wenn ich jetzt von den Einheimischen rede, ich meine, das Leben an sich ist nicht so praktisch wie in großen Ländern wie Deutschland, England, Frankreich, wo das Leben dann sehr hektisch ist. Das ist das Leben nicht so. Das geht bei uns der Rhythmus etwas langsamer. Die Menschen natürlich durch auch die Klimaverhältnisse sind ein bisschen anders. Die sind etwas freundlicher, mehr freundlicher, als wenn man in Zentraleuropa ist. Und die Lebenskosten an sich, okay, muss ich sagen, das Leben in Zypern an sich ist nicht unbedingt sehr billig. Also, aber wenn zu zweit arbeitet, da kann man sich das gut meistern. Und
was soll ich sagen noch, was die Verhältnisse anbelangt, sagen wir so, wenn man hier, wobei, ich muss Folgendes sagen, hier die meisten Zyprioten, die versuchen natürlich ein eigenes Haus zu haben. Das ist also zu großem Prozentsatz, die Zyprioten sind geneigt, ein eigenes Haus zu haben. So sind wenig Zyprioten, die praktisch mieten, wobei jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen, da hat auch diese Tendenz sich geändert und da sind mehr Zyprioten, die praktisch dann eine Wohnung mieten oder also Reihenhaus mieten und sowas. Ja. Und da sind verhältnismäßig die Miete zu den europäischen so Ländern, sagen wir in Mitteleuropa, natürlich viel günstiger als in Zypern. Also in Zypern ist auf jeden Fall viel besser. Und das Leben an sich ist auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man zu zweit arbeitet, man kann eigentlich sehr gut auch auf Zypern leben. Ja? Okay. Also können wir vielleicht auf die Lebenskosten, wollte ich dann ohnehin später nochmal kurz drauf eingehen, aber vielen Dank. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt nach Zypern meinen Wohnsitz verlagern möchte, ist es schwierig, eine Residenz zu bekommen? Ist es schwierig, dort oder eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Wie kann man sich Sie wissen, Zypern gehört zur Europäischen Union und sicherlich für jeden Europäer, der hier praktisch nach Zypern kommen will, der kann ohne weiteres, der braucht einen Reisepass, einen gültigen Reisepass, einen gültigen Ausweis und der kann hierher nach Zypern kommen und der hat ohne weiteres, der darf hier 3 Monate praktisch hier aufhalten, ohne dass der sich anmeldet. Allerdings, bevor die Zeit zu Ende geht, ist zu empfehlen, dass man einen Antrag stellt an die Ausländerbehörde und dann kriegt man einen Termin. Und dann geht man zur Ausländerbehörde, wird man dort registriert. Da muss man natürlich auch dort zu der Ausländerbehörde folgende Dokumente mithaben. Auf jeden Fall einen gültigen Ausweis oder einen gültigen Reisepass, eine Krankenversicherung, ein Bankkonto. Er kann sich auch ein Konto hier auf eine zyprische Bank einrichten lassen. Er kann auch das ausländische Konto, was der hat, zum Beispiel jetzt aus Deutschland, der kann die Statements von den letzten 3 Monaten von einer deutschen Bank hierher bringen und der kann das praktisch dort den Behörden zur Verfügung stellen. Muss man entweder eine Wohnung mieten oder da muss man einen Mietvertrag vorweisen. Ne? Das sind eigentlich die wichtigsten Dokumente, die man braucht, um sich hier eine Genehmigung zu bewerben. Okay, wenn natürlich auch Kinder mitkommen, dann muss man natürlich dann sehen, dass die Kinder dann an eine Schule dann angemeldet sind. Da muss irgendwie ein Zertifikat ausgestellt werden von der Schule, wo dann die Kinder dann angemeldet werden, dass die Kinder dort die Schule besuchen und werden natürlich auch die Kinder, ich rede jetzt von minderjährigen Kindern, ja, jetzt für die Schule. So, dann muss man das auch zur Verfügung stellen und dann wird also ein weiteres, also praktisch innerhalb von halbe Stunde wird auch die Genehmigung ausgestellt. Das nennt sich bei uns Yellow Slip, so heißt es. Und mit diesem praktisch Dokument kann man hier in Zypern ohne weiteres arbeiten. Man kann sich natürlich als Visitor anmelden. Es geht mehr so für die Rentner. Dann brauchen Sie auch die Rente mehr so die Pension auch vorweisen, ja? Was die bekommen zu Hause. Und für die Nichtrentner, man kann entweder als Visitor sich hier niederlassen oder man kann sich auch eine Firma gründen oder er kann eingestellt werden in eine Firma oder in einem Büro, ja. Oder wenn man merkt, man kann auch eine eigene Firma gründen und dann man ist dann angestellt in der eigenen Firma. Die Amtssprache in Zypern, Herr Dr. Rüdes, ist, soweit ich weiß, ja Griechisch, aber weil wahrscheinlich Zypern ja früher von Großbritannien abhängig war, vom United Kingdom, spricht jeder Englisch, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja, richtig. Ich meine, Zypern war bis 1960 Kolonie gewesen von Großbritannien und die Amtssprachen sind Griechisch, Türkisch und, Griechisch und, ja, das war's. Früher war es auch mal Türkisch und Englisch, aber jetzt ist praktisch dann Griechisch.
Und das Rechtssystem, ist das also jetzt ein kontinentales Rechtssystem, also ist Code Zivil basiert oder ist das Common Law? Also das Rechtssystem, was wir hier in Zypern haben, das Common Law, wobei ich meine, wir stützen auf Beschlüsse oder Gerichtsbeschlüsse des englischen Rechts, wobei natürlich wir haben versucht, auch in meiner Zeit 1960, wir bauen auch unser eigenes Rechtssystem auf und wir haben auch unsere Gesetzgebung, worauf wir uns darauf stützen. Wobei, wie gesagt, das englische Recht ist die Basis für uns. So hat es angefangen und langsam wird es abgebaut. Aber ich kann nicht sagen, dass wir praktisch ein eigenes Rechtssystem haben. Ja? Wir stützen noch auf das englische Common Law. Gut, dann was mich noch interessiert, Sie hatten vor uns schon angesprochen, Herr Dr. Koridis, das Thema Schule für Kinder. Also wenn jetzt zum Beispiel die ganze Familie nach Zypern umzieht, dann ist ja wirklich auch die Frage, gibt es ausländische Schulen? Also die Kinder, jetzt muss man sie in eine griechische Schule einschulen oder gibt es auch zum Beispiel englische, amerikanische Schulen? Wie kann man sich das vorstellen? Auf jeden Fall, okay, erstmal gibt es unsere Schule. Alle Kinder können zu einer griechischen Schule gehen, wobei natürlich es gibt auch Privatschulen. Das gibt in englischer Sprache die meisten. Also ich muss sagen, so viel ich weiß, es gibt noch nicht keine deutsch sprechende Schule. Aber die Möglichkeit, praktisch dann Deutsch zu lernen, ich meine, es gibt auch das Goethe-Institut auf Zypern und man kann auch dort praktisch dann die Sprache erlernen. Wobei es gibt auch in fast allen Städten von Zypern auch da, also sagen wir so, von dem Goethe-Institut gibt es auch Einrichtungen, wo man auch in jeder Stadt sowas besuchen kann. Und viele lernen auch die Deutschsprache am Goethe-Institut oder privat. Es gibt auch bei uns viele Zyprioten, die in Deutschland studiert haben oder woanders in deutschsprachigen Staaten. Und die lernen praktisch die Sprache dann, die deutsche Sprache in solchen Fällen, wo dann kleine Kinder da sind und die deutsche Sprache weiterlernen möchten. Ne? Aber die staatlichen Schulen sind auf Griechisch und die Privatschulen werden auf Englisch unterrichtet. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gibt es eine Schulpflicht? Also wenn ihr zum Beispiel bei uns bis zur 9. Klasse ist bei uns Pflicht. Das ist bei uns in Zypern. Und dann kann man entweder dann auch privat eine andere Schule besuchen oder dann weiter das Gymnasium mit dem Abitur dann abschließen oder eine private Schule besuchen. Ne? Und dann geht es dann an die Universität, Hochschule. Es gibt auch bei uns in Zypern inzwischen auch Universitäten. Es gibt auch die Möglichkeit, wo es früher nicht gewesen war. Die meisten sind nach Griechenland oder nach England gegangen, auch nach Deutschland. Jetzt gibt es auch bei uns viele Universitäten, die sind auch, also zwei davon sind schon in einem guten Rang bei den Weltuniversitäten eingeschätzt gewesen. Ne? Okay, aber entschuldigen Sie, Herr Dr. Koridis, dass ich nochmal nachfrage. Wenn jetzt zum Beispiel eine Familie nach Zypern umzieht, sind Sie verpflichtet, Ihre Kinder einzuschulen in die griechische Schule oder Nein. Können Sie sie auch zum Beispiel, das war jetzt meine Frage. Ne? Also. Nee, es gibt keine Pflicht. Die Kinder natürlich jetzt, aber jede Familie, die hier sich dann praktisch niederlässt, merkt natürlich auch, dass die Kinder weitergebildet werden und die versuchen entweder privat die Kinder anzumelden oder ich kenne auch Fälle, ich habe auch Mandanten praktisch, die hier sich niedergelassen haben und ihre Kinder zu einer griechischen Schule gehen. Es muss nicht. Das ist eine freie Entscheidung von den Eltern. Okay. Und jetzt eine andere Frage, die auch sehr wichtig ist für jemanden, der seinen Wohnsitz ja generell ins Ausland verlagert, jetzt am Beispiel Zypern. Wie ist denn das Gesundheitssystem? Also ist alles da oder gibt es irgendwelche Behandlungen, wo man sagt, verlässt man lieber die Insel und geht nach Deutschland oder ein anderes Land, um sich zu behandeln? Oder wie ist das Gesundheitssystem? Auf jeden Fall, okay, seit 2 Jahren gibt es bei uns auch das nationale Gesundheitssystem, ja. Und da sind natürlich alle Personen, also alle Bürger, ob das nun die eigene Staatsbürger oder Ausländer, sie können praktisch jede beliebige medizinische Einrichtung besuchen. Und
ich muss sagen, dass das Gesundheitssystem eigentlich in Zypern nicht schlecht ist. Also wir haben ein gutes medizinisches System. Und es gibt natürlich auch Menschen, die natürlich etwas Besonderes haben und merken, sie können natürlich auch ins Ausland gehen, ob das nun England ist oder Deutschland wird. Das wird auch oder nach Israel, hier in das benachbarte Land. Es sind solche Fälle, aber man kann nicht sagen, dass praktisch das medizinische System in Zypern schlecht ist. Also es wird alles behandelt. Es gibt auch, wie sagt man, Universitäten, Krankenhäuser, wo dann auch von der Universität praktisch eine Zusammenarbeit ist zwischen dem Krankenhaus und die Universität. Und es werden alle praktisch Therapien angeboten. Okay. Und ist das Gesundheitssystem, wie muss man sich das vorstellen? Ist es so organisiert jetzt wie im Vereinigten Königreich, in England, wo man jetzt einfach eine Steuer bezahlt und dann wird damit alles abgegolten, oder muss man eine Krankenversicherung haben, wie in Deutschland? Also bei uns praktisch ist das so, dass die Arbeit, also jeder praktisch, der arbeitet, ja, da wird ein Beitrag vom Arbeitnehmer, da wird praktisch vom Arbeitnehmer auf den Gehalt 2,65% und dann wird von dem Arbeitnehmer wird bezahlt 2,65% und 2,90% wird der Arbeitgeber bezahlen. Die Selbstständigen, die bezahlen praktisch auf das angegebene Gehalt, 4% und der Rentner, der bezahlt 2,65% auf die Pension. Okay. Das sind eigentlich ganz gute Sätze, sagen wir so, Beteiligung. Das sind nicht so sehr hoch, muss ich sagen. Ja. Okay, dann wenn ich mir jetzt einen anderen Wohnsitz auswähle, wenn ich umziehen will, vor allem wenn ich geschäftlich tätig bin, ist für mich natürlich auch die Infrastruktur sehr wichtig. Also allem voran natürlich das Internet, aber natürlich auch eine ganze Menge andere Leistungen. Was können Sie denn dazu sagen? Also wie ist die Infrastruktur ausgebaut? Ganz besonders natürlich die Internetanbindung im Land. So, was die Vernetzung anbelangt auf Zypern, wir haben 4 Varianten. Wir haben die Glasfaser bis zu 1 Gigabit. Wir haben die normale Verkabelung bis zu 100 Megabit. Dann wir haben auch 4G Internet für zu Hause, das ist praktisch Wi-Fi. Und für Mobiltelefone 5G, ja. Und ich muss sagen, wir haben eine ganz sehr gute telefonische Verbindung zu fast allen Ländern der Welt, ja. Und innerhalb des nächsten Jahres wird auch flächenweit das Glasfaser-Variante dann praktisch umgesetzt. Und der größte Anbieter von dieser Leistung ist bei uns die SIDA, das ist praktisch die Telekommunikationsgesellschaft Zyperns. So, das ist, was praktisch die telefonische Verbindung anbelangt. Dann, wir haben natürlich, ist auch die Busfahrt, also ich meine jetzt innerhalb der Städten, da kann man sicherlich also billig fahren mit dem Bus oder was das Taxi anbelangt, ist auch sehr verhältnismäßig zu den anderen europäischen Taxipreise, ist praktisch auf Zypern günstig. Es gibt die Busverbindung zwischen Städten. Es gibt praktisch regelmäßig je 2-3 Stunden dann die Busverbindung von Pafos zum Beispiel nach Nicosia zur Hauptstadt. Oder man kann privat sich einen Taxi nehmen oder man kann sich einen Leihwagen nehmen. Das ist natürlich jedem überlassen, wie er das gerne möchte. Und ich meine, es gibt auch das Banksystem, dann kann jeder dann praktisch zur Bank gehen und dann dort sich bedienen lassen, entweder praktisch dann über Online oder dann praktisch dort selbst auftreten auf der Bank. Was braucht man noch zur Infrastruktur? Vielleicht, was mich noch interessiert, Infrastruktur, gerade jetzt von der Corona-Zeit,
Wie ist denn eigentlich die Anbindung? Es gehört ja auch zur Infrastruktur, wenn wir an den Flughafen denken zum Beispiel. Also wie ist die Erreichbarkeit? Ist es noch genauso wie immer oder ist es eigentlich? Nein, ich meine jetzt, okay, nach wie vor, wir haben die 2 Flughäfen bei uns. Das ist einmal die Larnaca, das ist der internationale Flughafen. Und der andere Hafen ist in Paphos, auch internationaler Flughafen. Die Einreise wird bestimmt natürlich jede Woche ein bisschen kategorisiert, nachdem jetzt wieder die Coronavirus ein bisschen wieder sich zunimmt. Ja. Da gibt es eine Kategorisierung nach europäischem Maßstab, wie das praktisch in ganz Europa abgewickelt wird. Und das wird auch von uns entsprechend praktisch kategorisiert, aus welchen Ländern dann praktisch dann hier in Zypern einreisen können. Wobei natürlich, ich muss sagen, aus den europäischen Staaten gibt es eigentlich kaum große Probleme. Dann wird natürlich dann auch diese europäische Zertifikat ausgestellt, ja. Wenn man sich geimpft hat, wenn man die 2 Impfungen gehabt hat, kriegt man dieses europäische Zertifikat, wonach man überall reisen kann in die Welt. Und inzwischen haben sie angefangen mit der 3. Impfung und das wird auch dann jetzt praktisch generell von Europa aus zentral gesteuert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Coronavirus wird noch in Grenzen gehalten auf Zypern. Wobei in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen hat, muss ich sagen. Wir haben mehr Fälle täglich, also jetzt nach dieser neue diese Omikron, die praktisch in den letzten Tagen aufgetaucht ist. Da ist ein bisschen mehr geworden, was die Fälle anbelangt, aber ist das noch in Grenzen noch gehalten, sagen wir so. Und wie muss man sich das vorstellen jetzt? Also muss man Masken überall tragen? Wie muss man Impfpass verwenden? Wie ist so die Bewegungsfreiheit? Wie ist die Bewegungsfreiheit? Auf jeden Fall, die Maske ist Pflicht, ja. Da muss man die Maske auf jeden Fall überall tragen. Und dann auch muss man, wenn man zu bestimmten Einrichtungen reingeht, muss man auf jeden Fall diesen Pass zeigen. Ohne das geht das nicht. Also so Restaurant und so muss man den Pass zeigen. Supermärkte, Kaufhäuser und so. Im Prinzip das gleiche Reglement wie überall in ganz Europa wahrscheinlich mittlerweile so Schritt für Schritt sich. Genau. Wir halten uns auch daran an den Richtlinien von der europäischen praktisch Gesundheitseinrichtungen. Ne? Okay. Vielleicht ein paar Fragen zum Thema Geschäft und Business. Zypern jetzt würde mich interessieren. Also ich komme jetzt nach Zypern und möchte dort ein Unternehmen gründen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das heißt, ist es schwierig, ist es aufwendig, wie lange dauert das? Auf jeden Fall. Erstmal, ich muss generell etwas dazu sagen. Zypern ist eigentlich verhältnismäßig zu anderen europäischen Staaten. Wir sind praktisch, was die Einkommensteuer anbelangt, günstig. Ich sage mal so, damit Sie mal eine Vorstellung haben. Bei uns, jeder, der ein Einkommen hat von 1 Euro bis 90.500 Euro pro Jahr, das ist steuerfrei. Also einer, der arbeitet und der hat praktisch 90.500 Euro als Jahreseinkommen, da bezahlt man keine Steuer. Dann von 90.501 bis zu 28.000 Euro bezahlt man 20%. Von 28.000 Euro bis zu 36.300, das sind 25%. Und von 36.301 bis 60.000, 30%. Und das Maximum ist über 60.000 mit 35%. Das ist der höchste Steuersatz, den wir haben in Zypern. Zusätzlich muss man aber, glaube ich, sagen, ja, dass es ja auch in Zypern den Non-Dom-Status gibt, oder? Nee, ich habe jetzt generell gesprochen zum Einkommensteuer pro Person, ja. So, das ist praktisch, das gilt generell für die Einheimischen als auch für jeden, der hier nach Zypern kommen und sich niederlassen will. So, wenn praktisch ein Ausländer, der ein bisschen noch mehr Vorteile haben will,
wir haben auch das Non-Dom-Status. Das heißt, ein Ausländer, der sich hier niederlassen möchte, der kann praktisch mit diesem Einkommensteuer leben. Oder wenn wir von wohlhabenden Menschen haben, die praktisch mehr Vorteile haben werden, sie können sich an den Non-Dom-Status dann praktisch sie können sich registrieren. Und was braucht man dazu? Beim Non-Dom-Status muss derjenige, der nach Zypern kommt, der darf keine zypriotische Eltern haben, sondern der muss nachweisen, dass praktisch keine zypriotische Wurzel hat, sondern die Eltern sind aus dem Ausland. Und der bringt praktisch das Geburtszertifikat, um das nachzuweisen, dass der eben seine Eltern aus Deutschland oder aus England, wie auch immer, woher die kommen. Ne? Und dann muss man sich anmelden bei dem Steueramt, da kriegt man dort eine Nummer und dann, wenn das praktisch alles klar ist, dann kriegt auch den Non-Dom-Status. Und derjenige, der praktisch diesen Non-Dom-Status bekommt, der hat für 17 Jahre, der braucht keine Steuer bezahlen für Dividende aus dem Inland oder aus dem Ausland. Ja? Und ja, das ist praktisch ein sehr großer Vorteil, den praktisch dann die Ausländer dann haben in solchen Fällen. Aber, so, aber das sind nur Dividenden, ja? Nur Dividenden. Nicht nur Dividende, sind auch dann die Zinsen, ja. Zinsen aus dem Ausland. Also andere Kapitalerträge noch, ja. Ja, Zinsen und Okay. Die Dividenden. So, nochmal zur Frage zurückzukommen. Wenn man praktisch hier auf Zypern eine Firma gründen will, muss man sicherlich zu einem Rechtsanwalt gehen, um praktisch dann eine Firma zu gründen. Dazu bräuchte man einen Namen für die Benennung der Firma. Dieser Name wird zum Handelsregister nach Nicosia geschickt und innerhalb von 2 Tagen wird dieser Name genehmigt. Und dann wird auch das Statut und das Gründungsdokument der Firma praktisch fertiggestellt. Und braucht man für die Genehmigung des Namens als auch für die Gründung der Firma Maximum zwischen 7 bis 10 Werktage Maximum. Es kommt darauf an, wie praktisch dann die Last im Handelsregister ist. Ja? Und dann automatisch wird dann die Firma gegründet, kriegt man eine Nummer, muss man die Firma dann anmelden beim Steueramt, kriegt eine Steuernummer und dann auch eine Mehrwertsteuernummer, wenn die dann das merken. Und dann kann sofort diese Firma tätig werden. Und diese in Zypern ist die Körperschaftssteuer 12,5%, korrekt? Ja, also bei diese Firmen, die bezahlen praktisch beim Reingewinn 12,50% Körperschaftssteuer. Ne? Sehr wenig, genau. Und dann hatten Sie gesagt, dass für den Non-Dom-Steuerzahler sind die Dividenden können dann steuerfrei sein. Auch von zypriotischen Gesellschaften oder nur von ausländischen? Ich meine, schauen Sie mal, ich meine jetzt, es ist nicht so eine zypriotische Gesellschaft. Jede. Also ich meine jetzt Gesellschaft, die hier bei uns gegründet wird, die wird mit 12,50% versteuert. Ja? Körperschaftssteuer. Ja, die Körperschaftssteuer. So, für die Non-Dom-Leute, da gibt es eben diese Vorteile, was wir eben vorhin gesagt haben, dass die praktisch für 17 Jahre ist notwendig, Dividende zu bezahlen. Das ist steuerfrei. Okay. Und das sind, wie gesagt, Sie hatten gesagt, das sind Dividenden von zypriotischen Firmen und von nicht-zypriotischen Firmen. Ne? Okay. Dann, weil wir gerade beim Thema Steuern sind, wie sind denn so die Finanzbehörden in Zypern? Also wir kennen jetzt die Finanzbehörden zum Beispiel von Deutschland oder von anderen europäischen Ländern in mehr oder weniger milder Strenge oder auch Durchgriffsfähigkeit, wie auch immer. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das Verhältnis zwischen einem Unternehmer und den Finanzbehörden zum Beispiel im Land? Ich würde sagen, dass das Verhältnis nicht so streng ist, wie man das so in Deutschland kennt. Ja?
man das ist ja man lässt positiv sich, schon mal. man lässt sich reden. Man kann mit den Finanzleuten sprechen und ich meine, wenn man auch einen guten Steuerberater zur Seite hat, kann viel gemacht werden. Und gibt es besondere, zum Beispiel jetzt was jetzt die Firmenverwaltung betrifft, Buchführung, Buchhaltung, also jetzt für einen Unternehmer, gibt es irgendwie spezielle Dinge, die er beachten muss, die anders sind als in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland? Schaut mal, ich meine jetzt für die Firma, sicherlich muss auf jeden Fall der Direktor sein und meistens wird der Anteilinhaber sein, ja, und wobei man kann auch jemand anderen einsetzen, das ist kein Problem. Der Sekretär der Firma kann auch von dem eigenen Anteil, von dem Anteilinhaber praktisch dann ausgeübt werden, wobei in den meisten Fällen wird es so, dass der Sekretär der Firma der Rechtsanwalt benannt wird, weil auch für die Korrespondenz und dies und jenes, wenn etwas mit den Behörden zu tun ist, ist besser, wenn praktisch dann der Rechtsanwalt die Korrespondenz führt. Ja? Und man braucht natürlich jetzt nach der Gründung einer Firma, zumindest bei der Erstgründung, muss man nach 18 Monaten die Financial Reports dann praktisch dem Staat zur Verfügung stellen. Und das muss von einem Steuerberater angefertigt sein. Also man kann nicht so jetzt von Deutschland aus einen Steuerberater verwenden, sondern muss man eine Einheimische, die ja zugelassen ist, der muss praktisch diese finanzielle Berichte, dann die Jahrespläne, wenn Sie wollen, dem Finanzamt zur Verfügung stellen. Ne? Und, man sollte vielleicht noch sagen, Herr Dr. Kröhl, ist vielleicht noch eine Sache zwischendurch. Man sollte vielleicht noch sagen, dass in Zypern die typische Rechtsform ist die Limited. Ja, also es ist eben ähnlich wie auch im englischen Recht. GmbH. Die Limited, da gibt es Director, Company Secretary, Registered Office, also diese ganzen Begriffe, die man ja aus England kennt, die gibt es auch in Zypern, korrekt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist sehr ähnlich, wie das strukturiert ist. Und das ist also die Firma, das ist eine Limited, diese Firma, das ist mit einer beschränkten Haftung. Das ist so eine Art GmbH in Deutschland. Und man haftet nur bis zur Höhe des Stammkapitals. Banken, vermute ich mal, ist wahrscheinlich auch kein großes Problem. Wenn jetzt ein Startup-Unternehmen oder ein neues Unternehmen gegründet wird, dann bei einer ansässigen Bank zu eröffnen für eine neue Firma, ist wahrscheinlich auch kein Problem für Ausländer. Nein, auf keinen Oder? Fall. Auf jeden Fall. Nee, das ist kein Problem. Ich meine, wir betreuen auch sehr viele Firmen, muss ich sagen, also aus deutschsprachigen Mandaten, auch andere Mandaten. Ich meine, natürlich jetzt, weil wir diese Vorteile auf Zypern haben, viele die kommen hierher, sie lassen sich hier nieder. Ich meine, sie haben natürlich auch, sie haben auch die anderen Vorteile des Landes. Wir haben das gute Wetter, wir haben keine hohe Kriminalität. Die Menschen, die Einheimischen, sind sehr freundlich. Die haben gutes Essen, die haben, muss ich sagen, eine gute Lebensqualität. Ja, und daher wird das natürlich dann insofern ausgenutzt, weil das bringt für sie Vorteile, finanzielle Vorteile, als auch dann Qualitätsvorteile, was ihr Leben anbelangt. Herr Dr. Grüdes, können Sie vielleicht mal dazu sprechen? Gibt es jetzt bestimmte Branchen, gerade in der jüngeren Vergangenheit, die jetzt dort besonders in Zypern letztlich von sich reden gemacht haben? Wir kennen ja zum Beispiel in Malta gibt es sehr viel E-Gaming. Die haben jetzt auch angefangen in Malta vor kurzem mit Krypto. Gibt es was Ähnliches in Zypern? Ist Zypern auch in bestimmten Branchen, hat sich da besonders hervorgetan durch moderne Gesetzgebung, durch Gesetzesinitiativen, wo Zypern also sagen will, wir wollen dafür ein wichtiger Standort in der Welt werden. Was kann man dazu sagen? Schauen Sie mal, ich meine, was Krypto anbelangt in Zypern, ist das offiziell noch nicht praktisch rechtlich verankert und abgesichert. Soviel ich weiß, es gibt viele, die praktisch dann Aktivitäten führen, allerdings im Ausland, aber im zyprischen Rechtssystem, wir haben keine Grundlage dafür, noch nicht. Ja? Es wird noch darüber gesprochen, es wird verhandelt, aber wir haben keine gesetzliche Grundlage, die praktisch
diese Art von Aktivitäten offiziell genehmigt. Ja? Und das ist eine Frage, die wir natürlich dann noch zu diskutieren und richtig noch regeln müssen. Weil es ist, muss ich sagen, es gibt schon viele junge Leute, die sich dafür interessieren und viele, die sich damit beschäftigen. Und das muss man die gesetzliche Grundlage dafür schaffen, damit das auch offiziell praktisch dann akzeptiert und geschützt wird. Mal jetzt außerhalb von Krypto gesehen, jetzt zum Beispiel im Fintech-Bereich, ist Zypern dort ein wichtiger Standort? Ich muss sagen, wir haben noch nicht die Grundlage dafür, ja. Und da fehlt uns das noch. Das ist, was ich versucht habe, ein bisschen mit Krypto zu sagen, dass wir noch nicht so die richtige Grundlage dafür haben. Das ist eine Frage, die wir doch durch den Kopf gelassen müssen und auch die Regierung die entsprechende Gedanken dafür macht, dass man das praktisch auch in die Tat umsetzt, damit auch für die Geschäftsleute noch interessanter wird, Zypern als Business Center. Vielleicht von mir noch mal ein bisschen nachgefragt zu dem, was auch der Sebastian Sauerborn gerade gesagt hat. Jetzt vielleicht der typische, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, was ist denn das so der typische Mandant, wo Sie sagen, also das sind so die Leute, die kommen nach Zypern? Sind das Familien, sind das junge Leute, sind das welche, die mehr in der IT vielleicht tätig sein wollen oder im klassischen Business? Was ist so der typische Mandant, den Sie beraten und nach Zypern beim Wechsel oder Unternehmensgründung nach Zypern begleiten? Wenn Sie mich gefragt hätten vor 10, 15 Jahren, die meisten Mandanten waren, sagen wir so, in einem Alter über 50, die praktisch hier sich Immobilien erwerben wollten und sie wollten sich hier niederlassen. Ja? Das war meistens, sagen wir so, Kauf von Immobilien. So, und wir hatten auch genügend Mandanten, allerdings mehr interessiert für Immobilien. So, in den letzten Jahren jetzt, wir haben junge Leute, insbesondere in den letzten, sagen wir so, 3 Jahren, wo sie hier niederlassen wollen und sie wollen sich praktisch dann aktiv werden in der Wirtschaft. Und die wollen praktisch eine Firma gründen und die machen also die verschiedensten Firmen und von Zypern aus werden aktiv im Ausland. Und ob das nun in Asien oder in arabischen Ländern oder auch in Europa selbst, es ist nicht ausgeschlossen, die machen diese Firmengründungen und die operieren von Zypern aus, weil eben die Steuersätze viel günstiger sind in Zypern als in Deutschland. Ne? Und das ist dieser Unterschied, den man sieht zwischen den vorhergehenden Jahren mit den letzten Jahren. Ja? Da sind mehr jetzt junge Leute, die sich hier niederlassen und von sich aus, von zu Hause aus, ihre Aktivitäten ausführen. Über Internet, das ist eigentlich so der neue Trend, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Und das heißt, die leben dann in Zypern, lassen sich dort nieder, machen dann Arbeiten von zu Hause, von der Wohnung aus in Zypern und führen dort ihre Geschäfte. Ja, auf jeden Fall. Und ich kenne auch praktisch als Sitz der Firma ihr eigenes entweder Haus, ein eigenes Haus oder ihre eigene Mietwohnung. Das können Sie auch absetzen, alle diese Kosten. Und das ist auch ein großer, enormer Vorteil, den Sie haben, weil all diese Kosten, die werden praktisch abgesetzt. Ne? Und die führen ihre Tätigkeit aus von zu Hause. Und sicherlich, ich sage nicht, dass die hier das ganze Jahr leben, aber die Minimum müssen sie sowieso 183 Tage hier auf Zypern sein. Und wobei sicherlich ab und zu gehen sie mal nach Deutschland zurück oder die machen ihre Reise in andere Länder. Das kommt darauf an, von jedem einzelnen Mandanten, was er gerne hätte. Mhm. Gut. Was haben wir noch für Fragen? Ich habe gesehen, hat mich nur so interessiert auf Ihrer Webseite. Ihre Webseite ist auch in Russisch. So, ja, wird das von russischen
Einwanderern übernommen? Oder wie kann man sich das vorstellen? In meiner Kanzlei, wir sprechen ungefähr 6 Sprachen, ja. Und deswegen also bieten wir also Griechisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Französisch und Serbisch, ja. Ich habe auch andere Kollegen hier in der Kanzlei, das ist praktisch meine Kanzlei, aber in der Kanzlei an sich sprechen wir 6 Sprachen. Und das ist, warum wir das in Website auch in Russisch gehabt haben. Weil wir, vor ein paar Jahren muss ich sagen, das ist nicht mehr so, aber es gibt auch Kunden aus dem russisch sprechenden Raum, die hier sich noch niederlassen, etwas kaufen oder eine Firma gründen. Das war früher vor ein paar Jahren viel mehr, aber das hat in den letzten Jahren wieder mal ist zurückgegangen. Aber wir bieten das an, weil wir haben auch diesen Vorteil, dass wir diese Sprachen dann verwenden können in der Kanzlei. Okay. Ja, hast du noch Fragen, Sebastian? Vielleicht noch die eine oder andere praktische Frage. Was muss man sich vorstellen, wenn man jetzt in Zypern zum Beispiel eine Wohnung mieten möchte, 2-3 Zimmerwohnung mit einigermaßen gehobenen Standard, ohne jetzt, dass es Luxus ist, aber was man halt so, gerade wenn man aus Deutschland kommt, ja gewöhnt ist. Was kostet so die Miete ungefähr im Monat? Also ich meine, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, ja. Wenn ich praktisch dann in der Hauptstadt Nikosia und Limassol nehme, das ist die zweitgrößte Stadt Zyperns, muss man rechnen so für eine 2-Raumwohnung. Und wenn ich sage 2-Raumwohnung, ich meine 2 Schlafzimmer. Dazu kommen noch die Küche, also dann die Wohnzimmer und dann Toilette. Ja? Muss man rechnen, in diesen Städten eine 2-Raumwohnung zwischen 750 bis 850 Euro. In Paphos, bei uns in der Stadt, wo ich wohne, das ist etwas günstiger. Man muss mal rechnen mit einer 2-Raumwohnung mit 650 Euro. Ja, und wir reden also ungefähr in Paphos pro Quadratmeter circa zwischen 5 bis 8 Euro pro Quadratmeter. In den anderen Städten muss man rechnen mit 10 Euro, etwas mehr. Ja? Es kommt darauf an, auch in welchem praktisch Gebiet man die Wohnung hatte. Ne? Es kommt darauf an, es gibt Gebiete, wo das praktisch dann mehr ansprechbar sind und in der Nähe vom Meer ist oder in dem Stadtzentrum. Das sind auch, die Lage ist auch davon abhängig. Und was vielleicht generell Lebenshaltungskosten, also was muss man jetzt ungefähr rechnen? Jetzt für eine, sagen wir, 2 Personen, wie hoch sind Lebenskosten, roundabout, Miete und andere Kosten, die man noch braucht in einem Monat ungefähr? So, wenn es wir reden von einer Familie, also von 2 Personen, ohne Kinder oder wie? Ja, als Beispiel jetzt mal. Sagen wir so, als 2 Personen, man muss man ungefähr mit 1.500 Euro rechnen, ne? Maximum. Mit allem drum und dran. Und dazu zähle ich praktisch Strom, Wasser, Telefon, für den Transport, sagen wir so, wenn ein eigenes Auto hat, dass man Benzin und so, das sind alle die Transportkosten. Ne? Das muss man ungefähr mit in Betracht ziehen. Jetzt haben wir ja in Zypern die Situation, dass der Norden von Zypern ja durch die Türkei besetzt ist. Ja. Wirkt sich das irgendwie im Alltag der Menschen aus oder ist das ein Konflikt, der mehr oder weniger beruhigt ist und der letztlich jetzt niemandem hier irgendwelche Sorgen machen sollte? Schauen Sie, das Problem besteht nach wie vor von 1974 nach der türkischen Invasion. Ich muss sagen, okay, es gibt keine Probleme, jetzt tägliche Probleme zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen, auf keinen Fall. Aber sicherlich, da sind die Einheimischen und Freunde von Britenzyprioten jetzt, die praktisch dann ihre Häuser verloren haben. Natürlich, die wären gerne zurückgegangen. Ja? Das ist eine politische Frage und wenn das einfach gewesen wäre, wäre das Problem schon längst gelöst. So einfach ist das nicht. Aber
Und ich muss sagen, also zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen gibt es keine großen Probleme, ja, weil früher beide Bevölkerungsgruppen, die haben auf der gesamten Insel gewohnt, ja, und die waren verstreut gewesen auf der gesamten Insel. So, nun durch die verschiedenen Handlungen, die nach der Invasion praktisch dann durchgezogen sind, sind die Türken-Zyprioten im Norden und wir sind im Süden. Wir hoffen und wir spekulieren, dass wir eines Tages eine Lösung finden, dass wir praktisch, dass die beiden Bevölkerungsgruppen wieder dann nicht zusammenleben können. Ich glaube nicht unter den Umständen nicht, aber dass man praktisch dann zusammen sich tut und dass man zusammen dann lebt und dass man auch gemeinsam finanzielle Geschäfte macht und dies und jenes, dass man bietet man mehr praktisch dann das Vertrauen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen zugewonnen wird und dass praktisch dieser Abstand, die noch gibt jetzt durch die Demarkationslinie, dass die dann eines Tages abgeschafft wird. Aber natürlich, da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, wir brauchen noch viel guten Willen, insbesondere von der Türkei. Und da müssen wir noch daran arbeiten. Aber wie kann man sich das vorstellen? Gibt es jetzt eigentlich zum Beispiel grenzüberschreitenden Handel zwischen den beiden Zypernteilen? Oder gibt es Grenzgänger, die vielleicht auf der einen Seite wohnen, auf der anderen Seite arbeiten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, sicherlich. Es gibt dann Türken-Zyprioten, die bei uns praktisch dann jeden Tag rüberkommen und die arbeiten in zypriotischen Firmen, ja, so privat meine ich jetzt, ja. Und auch Zyprioten gehen auch rüber, wobei natürlich die Zyprioten an sich im Süden, die gehen nicht in Norden arbeiten. Weil auch der Lebensstandard vom Norden ist etwas geringer im Verhältnis zu unserem Teil. Und demzufolge sage ich mal, das sind meistens die Türken-Zyprioten, die hier rüberkommen und die arbeiten bei uns, ja. Ob das nun in der Bauindustrie oder Landwirtschaftsindustrie, in solchen Arbeitsgebieten praktisch sind die mehr tätig. Und wie gesagt, es gibt auch die UN-Beschlüsse, es gibt auch viele die Abkommen, die zwischen den praktisch dann von unserer Präsidentin unterzeichnet gewesen sind, mit dem Führer von den Türken und Zyprioten. Und auf diese Grundlage wollen wir eigentlich dann was bauen. Deswegen reden wir von einem Föderativsystem, was wir, wenn das natürlich jetzt, da werden wir uns dann einigen, dass wir ein föderatives System praktisch gründet, dass wir die Zentralregierung haben, die praktisch in bestimmten Bereichen zuständig wird. Und dann haben wir die zwei praktisch dann Kantons oder Bundesländer, wie auch immer wie das sich nennt, das spielt keine Rolle eigentlich, wo die dann ihre eigenen Kompetenzen haben in bestimmten Bereichen. Und das ist, was praktisch wir erhoffen als Griechen-Zyprioten, dass wir eines Tages dazu kommen und dass wir auf der Grundlage des internationalen Rechts eine friedliche Lösung mit den Türken, also Zyprioten, eigentlich nur der Türkei, muss ich sagen, finden. Okay. Ja, das ist doch hier ein positiver Blick in die Zukunft und ein guter Abschluss. Also ich denke, von unserer Seite waren das alle Fragen. Herr Dr. Koridis, vielen Dank für das interessante Gespräch. Nach der Aufnahme mit Herrn Dr. Koridis, also Sebastian und ich, wir haben uns nochmal zusammengesetzt, um einige Dinge nochmal zusammen zu besprechen. Einige Dinge sind vielleicht bei der Aufnahme nicht so stark zur Sprache gekommen. Eine Sache auch, die mich nochmal interessiert, das wäre dann eine Frage, die ich dir gleich zu Anfang vielleicht stellen würde, Sebastian. Malta ist ja auf unserer Webseite sehr, sehr stark präsentiert, während Zypern relativ kurz kommt. Und dafür wird es ja bestimmt einen Grund geben. Und auch ein zweiter Punkt ist das Thema Krypto. Also das Krypto-Business, da hatten wir ja kurz drüber gesprochen mit dem Herrn Dr. Koridis, dass das in Zypern weniger eine Rolle spielt. Aber vielleicht kannst du dann auch noch was dazu sagen. Beginnen wir vielleicht erstmal zu Beginn zum Thema Malta oder Zypern. Genau, also das ist ja sicherlich ein ganz interessanter Punkt. Also
im Grunde, wie gesagt, auf unserer Webseite reden wir sehr stark vom Thema Malta. Wir haben natürlich auch mit meinem Bruder Philipp, Dr. Werner Partner in Malta eine sehr starke Präsenz. Und das jetzt auch schon, würde ich sagen, seit 10 Jahren. Ja. In Zypern machen wir aber eigentlich relativ wenig. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass man Zypern Mandanten nicht empfehlen kann. Das würde ich gar nicht sagen. Aber es gibt natürlich einen Grund dafür, dass wir in Malta, dass wir uns letztlich als Standort im Mittelmeer für Malta entschieden haben, ja, und nicht für Zypern zum Beispiel. Und der Grund ist zunächst mal ganz einfach ein Imagegrund. Also Zypern hat einfach auf Deutsch gesagt ein beschissenes Image. Ja. Das fängt damit an, dass dort zunächst mal die Russen ganz stark vertreten waren, dass Zypern sehr relaxed war hinsichtlich von problematischen Geldern aus möglicherweise krimineller Herkunft oder zumindest aus zweideutiger Herkunft. Dann wurde natürlich in Zypern auch vor einigen Jahren gab es ein Bailout, ja. Und das führt halt auch dazu, dass bei vielen Mandanten Zypern ein schlechtes Image hat. Ob das jetzt so stimmt oder nicht und ob das heute auch noch so ist oder nicht, möchte ich jetzt mal in den Raum stellen. Ja. Aber zumindest als wir damals die Entscheidung getroffen haben, also Word die Entscheidung getroffen hat, war Malta sicherlich der Favorit. Dazu kam, dass Malta eben ja erst vor kurzer Zeit eigentlich Mitglied der EU wurde, jetzt also vor 15 Jahren ungefähr. Und die sich damals ganz klar zum Ziel gesetzt haben, sie wollen das Anti-Zypern sein. Okay, das heißt, sie wollen eine moderne Gesetzgebung haben, sie wollen nicht irgendwelche Personen oder Gelder oder Firmen dort reinlassen, die jetzt nicht, sagen wir mal, einem sauberen Image entsprechen. Gut, man weiß selbst, Malta hat sich selbst natürlich vielen Vorwürfen in der Zwischenzeit ausgesetzt gefühlt, also von Mafia bis allen möglichen anderen Attentaten auf Journalisten und so weiter. Ja, also ich meine, so dieses Saubermann-Image von Malta ist natürlich auch jetzt beschädigt, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, das war zumindest das Ziel von Malta. Die wollen eine moderne Gesetzgebung haben, die wollen mit diesem alten, sage ich jetzt mal, mit dieser alten Klüngelei, so die in Zypern so ist, wie Leute mit dem Bargeldkoffer zumindest in der Legende angekommen sind. Damit wollten die aufräumen, das wollten die also ganz deutlich nicht machen. Und wollten sich da eben ganz klar doch zu Zypern letztlich als Gegenpol im Mittelmeer positionieren. Ja. Also das war sicherlich, so sicherlich vom Hintergrund her gesehen ein wichtiger Punkt. Ja, sag mal. Ja, also weil du das mit dem Bargeldkoffer angesprochen hast, oder? Das führt mich natürlich gleich mal zu dem Thema Banken. Hast du irgendwelche Erfahrungen oder Mandanten von dir Erfahrungen zum Thema Banken in Zypern? Ja, also wie gesagt, wir hatten natürlich dann immer wieder mal Mandanten, die dann auch nach Zypern umgezogen sind, eine Firma hatten und so weiter und so fort, ja. Und also wie gesagt, ich kann mich an eine, sage ich jetzt mal, Anekdote erinnern, da gab es einen Mandanten, der hat eine Firma in Zypern, der wollte jetzt mal eigentlich prüfen, wie sicher diese Banken eigentlich sind. Hat dann dort angerufen, mehr oder weniger bei der Bank, und hat einiges geschafft mit sehr wenigen Informationen. Ich sage jetzt mal einfach Adresse, Name des Kontoinhabers, ja. Dann hier Zugang zu dem Konto komplett zu bekommen, ja, was ja in vielen Ländern heutzutage, wo man PIN, TAN, alle möglichen per Zufallskanal generierten Informationen, SMS und so weiter braucht, doch absolut nicht geht. Und das hat ihn natürlich sehr erschrocken. Und natürlich, also wie gesagt, was die zyprischen Banken stark, ich sage jetzt mal, imagemäßig in Mitleidenschaft gezogen hat, war diese Sache mit dem Haircut, dass eben jeder, der 100.000 auf dem Konto hatte, letztlich dem wurde automatisch dann dort ein Obolus abgezogen, um hier den Bailout zu finanzieren, was ja dann letztlich für viele Mandanten eigentlich auch zum Symbol gewesen ist, was sie von der EU zu erwarten haben. Ja. Das hat ja auch so eine gewisse EU-Kritik kommt ja auch daher, ja, dass jeder sagt, naja, okay, wenn es das nächste Mal ein Bailout braucht, dann ziehen die das nicht nur bei den Zypern direkt vom Konto ab, sondern bei jedem, der ein SEPA-Konto hat. Ja.
Und Zypern haben sie jetzt einmal hier als sozusagen Versuchskaninchen genommen, um zu sehen, wie das geht, wie die Reaktionen sind und so weiter und so fort. Das hat schon extrem Vertrauen einfach zerstört. Man muss natürlich sagen, fairerweise, ja, dass alle diese Gelder mit attraktivem Zins und Zinseszins mittlerweile zurückbezahlt worden sind, ja, auch an diejenigen, denen damals was vom Konto genommen wurde. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, das macht den Schaden halt, also den Image-Schaden und das Vertrauensproblem halt nur zum Teil wieder gut. Mhm. Jetzt sind wir vom Bargeld zur Bank gekommen. Jetzt schlagen wir mal die Brücke von der Bank zu Krypto. Weil das kam ja auch im Gespräch mit Herrn Dr. Koridis zur Sprache. Du hattest da ja auch Malta erwähnt zum Thema Krypto, die dort ja sehr, sehr innovativ vorangegangen sind. Und hast du noch irgendwelche vielleicht anderen Informationen zum Thema, welche Rolle Krypto-Business spielt auf der Insel Zypern? Also also wie gesagt, diese Sachen ändern sich ja laufend, und ich hatte mich im Vorfeld auch zu unserem Gespräch mal informiert, eigentlich was in Zypern momentan läuft, im Kryptobereich, aber auch in anderen Bereichen, generell Fintech oder Gesetzgebung für innovative Unternehmen, wo ja doch Malta sehr stark Vorreiter war, schon von Anfang an im Grunde für die ganzen E-Gaming, also für die Online-Casinos, ja. Und jetzt natürlich in den letzten Jahren dann sich dort ganz stark als Crypto Island etabliert hat, ja. Dort also eine gesetzliche Rahmenbedingung geschaffen hat, dass dort zum Beispiel Exchanges eine Zulassung erhalten, die robust ist, die also modernen Anforderungen an Geldwäscherei und so weiter entspricht und die dann aber auch benutzerfreundlich ist in gewisser Weise. Und ich hatte mich gefragt, ob Zypern eben ähnliche gesetzliche Vorhaben hier in der Pipeline hat oder schon verabschiedet hat, und wie ich also so ersehen konnte aus der Online-Lektüre, sind da auf jeden Fall relativ viele Fintech-Unternehmen schon in Zypern unterwegs. Da gibt es auch einige gesetzliche Vorhaben, die da in der Mache sind oder vor kurzem verabschiedet wurden. Und insofern würde ich schon sagen, dass die Fintech-Industrie und die Kryptoindustrie in Zypern auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist. Es hat mich deswegen etwas gewundert, dass Herr Dr. Koridis gesagt hat, die Insel wäre noch nicht so weit. Also von dem, was ich so mitbekommen habe, sind da durchaus nennenswerte Initiativen zu nennen. Gut, also das würde ja dann zum Beispiel doch wieder für Zypern einen positiven Stein ins Brett bringen. Ja, absolut. Also ich sehe das absolut. Ich sage überhaupt nicht, dass Zypern negativ ist. Ich sage nur einfach, man muss natürlich diese Dinge einfach wissen, ja. Und ich will jetzt Zypern gar nicht schlecht reden. Zypern hat ja viele Vorteile, auch steuerlich, wie er ja schon selbst gesagt hat, ja. Und da sehe ich keinen Grund, hier Zypern jetzt hier zu verunglücken. Eine Sache, die mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist, und zwar sowohl Malta als auch Zypern ist ja jetzt ein ganzes Stück weg. Wobei Zypern jetzt im Gegensatz zu Malta relativ dicht wiederum an einem Land liegt, also an der Türkei, wo man sagen muss, da müsste man vielleicht doch, oder dem unterstellt man eine gewisse Unberechenbarkeit, auch gerade in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, oder vielleicht hast du von Mandanten schon dazu was gehört. Ist das ein Punkt, der vielleicht eine Rolle spielt bei der Auswahl des Wohnsitzes oder meines Unternehmenssitzes? Wie siehst du das? Ja, absolut. Es ist absolut ein Punkt. Wie gesagt, es ist nicht für jeden Punkt, aber so ein gewisses Unbehagen. Ja. Ich meine, so ein gewisses Unbehagen gibt es auch schon bei Dubai und solchen Ländern. Ja. Denn was ist Dubai letztlich? Dubai ist ja eine absolutistische Monarchie. Ja. Also in einem ganz anderen Kulturkreis und mit ganz anderen Regeln. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht schlecht über Dubai reden. Wir haben ja erst neulich dazu ein interessantes Gespräch gehabt. Ja. Aber es ist halt mal nun de facto so, dass doch viele Mandanten aus dem westlichen Bereich damit ein bisschen Bauchschmerzen haben. Ob das jetzt tatsächlich rational ist oder einfach ein schlechtes Gefühl ist oder Misstrauen ist oder was auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, ich will es jetzt nicht beurteilen. Ja, aber auf jeden Fall ist so diese Nähe zur Türkei oder auch die Tatsache, dass die Türkei dort letztlich die Insel zum Teil also ja, einfach mal besetzt hat, ja,
also dort einfach einmarschiert sind. Ich meine, wir sehen das jetzt ja momentan bei Russland, wie die auf die Krim einmarschiert sind, und jetzt gibt es Gerüchte, dass sie da in die Ukraine einmarschieren wollen. Ich meine, das ist schon also ein ganz beträchtlicher Vorgang. Gut, das ist natürlich befriedet mittlerweile, kein Mensch hat Interesse an einem Konflikt, ja. Aber trotzdem, also ist natürlich schon, gerade in der aktuellen Situation, verursacht das bei vielen Bauchschmerzen, ganz klar. Mhm. Und du hast schon gesagt, Zypern ist ein gutes Stück weg, Malta ist auch ein gutes Stück weit weg. Aber Zypern ist eben nochmal deutlich eine Ecke weiter weg. Ja? Also nochmal wirklich dann richtig weit weg, gerade wenn es jetzt darum geht, aus Europa hier Zypern zu erreichen. Durchaus, ja. Oder aus Westeuropa, sage ich mal so. Jetzt bin ich noch ein bisschen stutzig geworden, und zwar wir hatten ja kurz über die Lebenskosten, die monatlichen, gesprochen. Mir erschien, also schön wie das ist, dass man da relativ niedrige Lebenskosten scheinbar hat, aber mir erschien es fast sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche Erfahrungen hast von Mandanten. Also hast du da was gehört, was sie so für monatliche Lebenskosten hatten? Genau, also ich meine, er hat ja, Dr. Grieser, gesprochen von 1.500 Euro. Ich frage mich halt, was man dafür bekommt für 1.500 Euro. Ja? Also ich meine, ich weiß von Mandanten, die in Zypern gewohnt haben, dass jetzt also anständige Wohnungen oder Häuser, ja, die auch einem gewissen Anspruch genügen, ja, und auch schön sind, mal schnell 4.000 Euro oder so im Monat kosten. Ja. Mhm. Ich meine, das kann ich auch in Malta ausgeben. In Malta gibt es Porto Maso zum Beispiel, was eine sehr luxuriöse Wohnanlage ist. Da gibt es auch viele Wohnungen, zumindest oder eigentlich fast alle Wohnungen, die 4.000 Euro oder mehr kosten. Ja. Aber es gibt eben auch in Malta auch deutlich günstige Wohnungen. Ja. Also auch schöne Wohnungen, die in einer guten Gegend sind. Also eben, weiß ich, St. Julians oder auch Slima oder so. Also sagen wir mal, dort im Zentrum sind, wo auch was geht, ja, die Hälfte kosten, die 2.000 Euro oder so kosten. Ja. Und das ist möglicherweise in Zypern meiner Meinung nach schwierig, ganz von abgesehen natürlich, dass Zypern sehr viel größer ist. Ja. Es gibt ja dann doch viele Orte und Dörfer in Zypern, die sehr abgelegen sind. Und man muss eben wissen, ob man das möchte oder nicht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Mandanten, der hat in Malta gelebt mit seiner Frau und einem Kind. Das Kind hatte eine geistige Behinderung oder Lernbehinderung. Und die hatten sich in Malta, jeder, der Malta kennt, weiß ja, das ist sehr, sehr dicht besiedelt. Also das ist sehr lebhaft, da ist sehr viel los. Da sind sehr viele Ausländer, sehr viele Deutsche, Schweden, Schweizer, Österreicher und so weiter und so fort. Wir hatten also dort einen Freundeskreis sich aufgebaut. Und der Mann war Trader. Der hat also getradet mit Wertpapieren und hat dann im Grunde aus irgendeinem Grund erkannt, dass Zypern für ihn besser geeignet ist als Wohnsitz, und ist dann mit der Frau und dem Kind eben nach Zypern umgezogen und auf irgendein Kaff, was so wunderschön war. Aber die Frau wurde dort eben dann todunglücklich. Ja? Die ist absolut nicht klargekommen mit dem Kind. Das Kind hat seine Freunde vermisst, die Frau hat ihre Freundin vermisst, und am Ende ist die Ehe dann da gescheitert. Ja? Und das sind halt Dinge, die muss man einfach wissen. Ja? Man kann also nicht erwarten, dass damit jeder umgehen kann. Ja? Und wir sagen ja immer ganz deutlich, dass das Leben nicht sich nur ums Thema Steuern dreht. So, jetzt bei dem Kandidaten, den ich gerade eben beschrieben habe, da hat sich nur ums Thema Steuern gedreht. Er hat gesagt, okay, wenn ich nach Zypern gehe, aus irgendeinem Grund zahle ich da noch weniger Steuern als in Malta. Malta hat er vielleicht 5% bezahlt, in Zypern wäre es vielleicht steuerfrei gewesen. Also hole ich da das Letzte raus, presse ich das Letzte dort raus, ja, aus diesem Stein, ja. Aber das hat sich dann im Grunde nicht gelohnt für ihn familiär, denn die Familie ist dann kaputt gegangen. Ja, und man muss also sehr gut wissen, welches Leben man möchte, wenn man gerne in einem einsamen Land, in einem einsamen Ort lebt. Wunderschön.
Aber es ist ja nicht für jeden. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.